أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طريقتنا الصحبة خير في جميع مدد يا سلطان الأنبياء مدد يا سلطان الأولياء مدد يا رجال الله يا صاحب الأنصور يا صاحب الزمان مدد إمداد يا صاحب الإمداد يا مكبا يا مجبا يا ركبا يا budala مدد يا أولياء الله mögen uns alle Meeren der spirituellen Kräfte, alle Namen der spirituellen Kräfte, alle Gesandten des Herrn und alle Heiligen uns Hilfe ein. Amen. Und uns unterstützen. Ost, West, Süd, Nord, in welche Richtung wir auch hinschauen, alles Licht der Richtungen, alles Licht der Erden, alles Licht der Himmel und alles Licht Gottes möge uns erleuchten. Amen. May the seas, may the spiritual power of the seas support us. May the names of the spiritual power support us. May the prophets and saints support us. May the light, may all directions, from all over the world, from north, south, east and west support us. May the light from all those directions support us. May the light from this world, from all worlds support us. May the light of all universes support us. Der Mensch ist schwach erschaffen und er braucht Kraft. The human was created weak and he needs strength and power. Und wo sollen wir die Kraft hernehmen, um zu überleben, um zu bestehen, um uns zu bewegen? And where should we get that strength to survive, to live and to move? Ja Allah, von dir kommen wir, zu dir kehren wir zurück. Oh Allah, from you we come from and to you we go back. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Von dir kommen wir, zu dir gehen wir. From you we come and to you we go back. Das ist ein Ozean, diese Ayat, dieser heilige Vers im Koran. Ein endloser Ozean und da kannst du alles fischen, fischen, fischen. Unendlich fischen. Bis du bei den Perlen gelangt bist. Und dann kannst du Perlen rausfischen. Eine nach dem anderen glanzvoller. Wer tauchen kann, kann das. It's an ocean, that ayat, that verse of the Holy Quran. It's an ocean endless and you can fish and fish and fish and fish endlessly and eventually you will not only get fish but also get to the pearls and you get more and more and more pearls and more shiny and more glamorous pearls and if you are a pearl diver you can get that, you can get as many as you want. Und Allah, der Herr sagt, alles braucht eine Vesile, ein Grund, ein Vermittler. And Allah says everything needs a wasila, someone
to help you communicate. Alles, was kommt in die Existenz, braucht einen Grund und einen Vermittler. Sonst kann er nicht kommen. Everything in existence needs a reason to be here and needs someone to meddle, to transmit to. Das Kind kommt in die Welt nicht ohne Grund, nicht ohne einen Vermittler. The child doesn't come or comes into this world not without a reason, or doesn't come without a reason, but comes with a reason and with someone to help translate. Wer ist der Grund und Vermittler für das Kommen des Kindes? So who is the reason and the meddler for the child to come? Die Mutter, der Vater, die Frau, der Mann. Auch sie brauchen einen Grund. Sage ich euch aber nicht. The mother, the father, the woman and the man. And they all need a reason, but I won't tell you that. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Von mir kommt ihr, zu mir kehrt ihr. Wie kommen wir von ihm? Wie gehen wir zu ihm wieder zurück? Nicht ohne einen Grund oder einen Vermittler. Nicht ohne eine Vesila. From me you come, and to me you will go back. Or to me you will go back. But we always need a reason, and there's always a meddler. Someone who helps. Levlak, levlak, lema halakul eflak. Was bedeutet das? Wisst ihr aber? Assalamu alaikum. Hinter die Blumen. Levlak, levlak, lema halakul eflak. Und es wird nicht, wegen dir werden die Menschen nicht erschaffen. Gut, also in Deutsch, was ihr gesagt habt. Wenn du nicht wärst, hätte ich nichts in der Existenz. Wenn du nicht wärst, oh mein Geliebter, hätte ich nichts erschaffen. Was ist er dann, der Geliebte? Er ist ein Messias. Er ist der Grund für die Erschaffung der Schöpfung. Wenn wenn du, oh mein Geliebter, du nicht gewesen wärst, hätte ich nichts erschaffen. Alles habe ich deinetwegen erschaffen. And there's this holy verse which says, if it weren't for you, I wouldn't have created anything, O my beloved. And it's because of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the reason for the Lord to create everything. And if it weren't for him, there wouldn't be anything. So, if it weren't for the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nothing would have been created. Doch auch Sayyidina Mohammed, der Geliebte des Herrn, der meistgeliebte in seiner göttlichen Gegenwart, ist erschaffen. Was war der Grund für seine Erschaffung? But even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was created, and what was his reason to be created? Die Liebe. Love. Urgrund und Vermittler der Erschaffung. Des Erschaffens ist die Liebe. Love. It's the very first reason and the very first meddler to create. Love. Die Liebe des Herrn zu seinem Geliebten hat seinen Geliebten erschaffen. Und zu seiner Liebe, zur Liebe des Geliebten hat er alles erschaffen. And because of the love to his beloved, he created the beloved. And because of the beloved, he created everything. Also alles, was kommt, braucht einen Grund und einen Vermittler. So everything that comes
needs a reason and needs a middler. Und das ist hauptsächlich die Liebe. And in most cases, that's love. In Liebe kommst du in die Existenz. In Liebe kommt alles in die Existenz. Out of love, you come into existence. And out of love, everything in existence comes into existence. Was denkst du, wer in Liebe kommt, wie sollte er dann wieder gehen? So what do you think? If someone is coming out of love, how should they go then? Wer in Liebe kommt, der sollte wieder in Liebe gehen. So if you're coming in love, or out of love, you should go out of love as well. Und Menschen, die das in etwa verstanden haben, suchen nach der göttlichen Liebe. Sie sagen, wir wollen die göttliche Liebe zu unserem Herrn und in die Meeren der göttlichen Liebe eintauchen. Also eigentlich wollen sie wieder zurückgehen in Liebe. Weil sie haben das im Gefühl bekommen. Sie haben das inspiriert bekommen, dass sie in Liebe gekommen sind, ohne vielleicht das richtig verstanden zu haben. Und ohne dass sie das richtig verstanden haben, dass sie wieder das Gefühl haben, in Liebe zu gehen. And most people understood that they came out of love, and they're looking for a way to go back out of love, and they get inspired and they search for a reason to go back, and then they want to go back to the love of the Lord and to go back out of love for the Lord and to dive into the love. Und so wie die Schöpfung und Erschaffung in die Existenz gekommen ist und wieder aus dieser vergänglichen Existenz wieder gehen wird, in eine Existenz, in eine andere Art von Existenz, in eine Existenz, was auf ewig ist und nicht vergänglich ist. Das alles, was wir haben, ist ein vergängliches Existenz. So this existence, which is limited, came and will go back. But it will go back to another existence which is unlimited, who has no end, who is endless. And it's for eternity. Und alles, was kommt und geht, braucht einen Grund, um zu kommen und wieder zu gehen. Und dieser Grund muss einen Sinn und Bedeutung haben. And everything that comes and that goes needs a reason. And that reason needs also a purpose. Needs to have a sense to it. Das ist eine Einleitung zu dem, was wir erzählen wollen. Was wir wirklich zu verstehen geben wollen, das sollte nur eine Einleitung sein. Dass alles eine Wesile braucht. Alles, was kommt und geht, eine Wesile, einen Grund braucht. So all that we just said was meant to be an introductory to what we are going to say, what we want to say in advance, that everything we need needs a reason, needs a Wesile to help us. Das Kind kommt in die Welt, dazu braucht er die Mutter oder den Vater oder beides.
Und damit das Kind von dieser Welt etwas versteht, braucht er erstmal zuerst auch die beiden. Damit er weiterkommt im Leben, braucht er erstmal die Mutter, dann den Vater und dann braucht er den Lehrer. Das geht so weiter, von Lehrer zu Lehrer, weil es geht in dieser Welt um das Lernen und Weiterkommen. The child needs the mother to come into this world, and also the father. And when it grows, at first it needs the mother to tell him or her what it needs to know, and then it needs a father. And then after that, it needs a teacher. But then it doesn't end. It goes on and on with the next teacher, with another teacher, and that is what we are here supposed to be. We are here to learn. Und schaut euch um in dieser Welt. Wie kommt ihr immer weiter? Von Kindheit an. Bis ihr erwachsen seid und weiter. Schulung, Umschulung, Weiterschulung und. Wenn du da nicht weiterkommst, dann brauchst du einen anderen Grund und Vermittler. Arbeitsvermittler, Wissensvermittler, Karrierevermittler. Damit du weiterkommst. And how does a child progress and goes on until it becomes an adult? It learns and learns, goes to one school to another school. If the one school doesn't work, it goes to another school, and it needs someone to help to support learning, learning for a new job, learning for a new career, learning for new life. Ihr gläubigen Menschen, niemand schafft es allein, zu kommen und zu gehen. Weiterzukommen, niemand schafft das allein. Alle Menschen brauchen jemanden, der sie an der Hand hält und weiterbringt, ein Vermittler. And all you believers, we all need someone to help us. We all need a reason to go on. We need a meddler. And we need someone to hold our hand and to help us get along, to go further and further and further. Wenn es das in dieser materiellen Welt nicht läuft, ohne einen Vermittler, ohne dass jemand da dir etwas vermittelt, von A nach B und dich weiterbringt, was denkt ihr über die spirituelle Welt? Verrückte Menschen gibt es, die behaupten, ich schaffe das auch allein, meine Spiritualität zu entdecken. And if you continue this train of thought, if we need in this materialistic world someone to meddle, to help us to get from point 1 to point A to point B, what do you think is going to happen in the spiritual world? Some crazy people say that they don't need that. They just can go there without themselves, or only with themselves they can progress and get anywhere. Ich kann das Buch lesen, dieses Buch lesen, das mir anhören, dies mir anhören und dann schaffe ich schon allein zu gehen auf dem Weg der Spiritualität. Well, I can read that book and another book and yet another book, and I can go that path alone on that spiritual path. So viele europäische Menschen, Europäer gibt es, die nach Spiritualität suchen, weil sie haben die Schnauze voll von Materialismus. Und die suchen nach etwas anderem, nach Spiritualität, nach was besser schmeckendes und nicht vergängliches, was Reales. And most Europeans are fed up with the materialistic world, with materialism, and they are looking for spirituality. They are looking for another taste, the true taste, the truth. Und sie fangen an mit Flohmärkten.
dann sind die Bücher billiger und älter und interessanter. Vom Hans oder Peter, von einem Menschen oder jenem Menschen hier ein Buch, was über Spiritualität geschrieben wurde, über seine Erfahrung auf dem Weg des Derwischseins, auf dem Weg nach Tibet und auf dem Gipfel der Himalaya. Und ich habe es geschafft, den Gong zu gongen. Zu schlagen. And they start with flea markets. Why? Because the books are cheaper, older and more interesting. And maybe the author is a Hans or a Peter. And they read about the path to spiritualities, path to Tibet, path to Himalaya, and to the top of Mount Everest. And they write about how they gonged the gong. Hast du den Buch gelesen von dieser Person? 40 Tage war sie da, am Hang des Berges. Und da kam das Licht. Das war eine Erfahrung. Hast du dieses Buch gelesen hier von John Bennett? Der schreibt seine Erfahrung. Ja, kommt ihr über diese Bücher weiter. Hast du gelesen? Hast du gut gemacht. Also für den Anfang ist gut gemacht. Du hast so einen Vorgeschmack. Wie geht's weiter? John Bennett ist nicht mehr da. Und wenn ja, was bringt er dich weiter? Oh, did you read that one book about a lady that spent 40 days at the cliff of a mountain and then she saw the light? Oh yes, what an experience. And did you read the other book? The book by John Bennett? Well, what does it do to you anything good? Because John Bennett, he's not with us anymore. And even if he were, what can he give you? In the beginning it's good to read. It gives you a pre-taste of what could come, but nothing else. Ich kann mich erinnern, als Kind, da gab es einige Hollywood-Filme zu sehen, schwarz-weiß oder später gefärbt. Die schwarzen Haare auf blond. Und es ging um ein Buch. Der Mann hat ein Buch geschrieben über das Fischen. Und es wurde zu Bestseller. Und dann hat man ihn eingeladen, dass er mal vorfischt. Sagt man das so? Ja, kann man sagen. Und dann, er warf seinen Angel und schnappte sich selbst am Kragen. So, kann er nicht. Er hat nur ein Buch geschrieben. Einfach so. Aber selber fischen konnte er nicht. Und alle sagten, ja, das ist der Fischer des Jahrhunderts. Bestseller. When I was a child, when movies were still black and white or later were colored and suddenly a black hair became blonde, there once was a man who wrote a book about fishing and it became a bestseller, and people were inviting him to come, and then in one show he was asked to show his talent of fishing, and what he did, and he was flinging around the fishing rod and accidentally just fished himself, which reminded us that he just wrote a book about fishing but never fished himself. Du kannst doch gar nicht fischen. Ich habe nur so nach meiner Theorie, Vorstellung etwas geschrieben und es klappte. Aber ich glaube, ich brauche selber einen Meister, Fischer. Und er musste sich einen holen, der ihm zeigt, wie man fischt. But how did that happen? You wrote a book about fishing and you can't fish? Well, I had some thoughts and some theories about it and I wrote it down and apparently it works. But now I need someone else, another master fisher to show me, and he actually did. He got himself another master fisher to show him how to actually fish. Niemand schafft es. Nur wenn man ein Buch gelesen hat,
über das Elektrik, wie man ein Elektrik verlegt. Niemand wird aus sich einen Elektriker machen. Er braucht einen Elektrikermeister. Das Buch allein wird nicht reichen. You can't, just by reading a book about electricity and how the currents work, that you can just work with electricity like that. You need a master electrician to show you or to do it yourself, because books only don't work. Der Mensch braucht nicht jemanden, der ihm etwas vorschreibt. Der Mensch braucht jemanden, der ihm etwas vorlegt. The human doesn't need someone who tells them in words what they need to know, but rather needs someone who tells them in doing what they're supposed to do, in living it. Moses, wieder auf ihn. Als er nach dem Wunder mit dem Roten Meer den Kindern Israel gerettet hatte und auf sichere Küste gebracht hatte, wurde er gerufen von seinem Herrn, auf den Berg Sinai zu steigen, für 40 Tage einen Rückzug zu halten. Moses alayhi salam, after the miracle of parting the Red Sea, and when he brought the children of Israel to the safe coast, he was called by his Lord to go into retreat on the Mount Sinai for 40 days. Und er sagte, oh Herr, ich kann dich hören, ich kann mit dir sprechen. Darf ich dich auch sehen? Oh my Lord, I got the honor to hear you and to talk to you, but may I also get the honor of seeing you? Oh Moses, du kannst mich nicht sehen. Und Moses über diese machtvolle Hitab, Ansprache. Aussage. ja? Ansprache. Ansprache, als er das Wort hörte, Gottes, er schlug in diese Ansprache wie ein Starkstrom und er fiel in Ohnmacht. Eigentlich, er fiel tot um. Allah weckte ihn wieder auf. Oh Moses, you can't see me. And those few words were so powerful and full of might of the Lord's power that Moses fainted immediately. He passed out, but no, not passed out, he even passed into death. And the Lord gave him life again. In den heiligen Büchern, im Koran und vielleicht im Alten Testament steht geschrieben, dass er aus dieser Ehrfurcht und dieser Power des Wortes Gottes oder Licht Gottes hier in Ohnmacht fiel oder in den Tod. In Ohnmacht fiel, wird geschrieben, aber er fiel als tot um. Und Allah gab ihm ein neues Leben. Das ist, was wir wissen. Und dann fragte Allah, das steht nicht in Büchern geschrieben, als er ihn wieder hier belebte. Moses, warum bist du umgefallen? And it is written in the holy books, in the Holy Quran, and even maybe in the Old Testament, that once he heard those mighty full words, that he passed out, that he was fainting. But as we know, as we just heard, he fell into death and Allah gave him a new life, and he asked that this is not written in those books. And he asked Moses, why did you come back? Warum bist du umgefallen? I'm sorry.
Why did you pass out? Oh Allah, ich fiel tot weil ich etwas erkannt habe, was ich bisher mit meinem ganzen Scharia-Wissen, mit meinem ganzen offizielles Wissen, Gesetzwissen, Regelwissen nicht verstanden hatte, bekam ich zu verstehen und das hatte mich diese gewaltige Erkenntnis. Oh my Lord, I realized something when I did not just pass out but passed into death, that there is something that it goes beyond my understanding of Sharia, my understanding of the laws of you, O Lord, that goes beyond it, and that mighty full realization made me go. Ohne Zweifel gehöre ich zu den 5 großen Propheten, die ein großes, hohes Wissen haben über die Schöpfung, über deine Gesetze, die ein Buch bekommen haben. Aber diese Erkenntnis habe ich nicht in diesen Büchern bekommen. Oh my Lord, without a doubt, I'm one of the 5 greatest prophets among all prophets who got great knowledge about creation, about this existence and about Sharia, and who also got the honor of bringing a book. But the realization I just had is not written in any of them. Das ist ein Gespräch zwischen dem Herrn und seinem Diener Moses, was nicht in den Büchern direkt geschrieben steht. Das ist, was in Moses Herz als Geheimnis und Zehner Mohammed in sein Herz und Zehner Mohammed bis zu unserem Brosche in sein Herz überliefert wurde. Das ist ein Herzensgeheimnis. This dialogue cannot be found in the books, but it's a secret written in the heart of Moses, and it was passed on to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he passed it on to all grand sheikhs, to our grand sheikh, and he told it to us. Was hast du erkannt, O Moses? Was ist das Gewaltige, diese Erkenntnis, was dich umgehauen hat? O Herr, ich fragte dich, ob ich dich auch sehen darf. Und du sagtest, du kannst mich nicht sehen. Da habe ich es erkannt. Oh my Lord, when you told me, I had a realization that was so powerful. When you said, you can't see me, I then realized that I saw it. Was hast du erkannt? Ich kann dich nicht sehen, ist nicht absolut. Das habe ich erkannt. Ich kann dich doch sehen. Aber nicht ohne eine Wesile. Nicht ohne einen Vermittler. Das habe ich erkannt. Und ich bin umgefallen. Oh my Lord, well, the Lord asked him, and what did you realize? I realized when you said, you can't see me, that I can actually see you. But not only me, not me myself can see you, but I need a wasila, I need someone to help me see you. Wer zu hören ist und zu sprechen ist, der ist ganz bestimmt auch zu sehen. Das ist doch Logik. Das ist logisch. Hinter der Schleier da, hinter der Vorhang, muss etwas sein, was zu mir spricht. Da spricht hinter der Vorhang etwas zu mir und ich spreche mit ihm. Ich höre ihn. Da muss auch dahinter dieser Vorhang jemand stehen. Wenn ich
Nur der Vorhang muss aufgehen, damit ich diesen jemand zu sehen bekommen kann. Das habe ich verstanden. It's just pure logic. If I can see, if I can hear someone, I can talk to someone, then of course I can see that person as well. If there is a curtain and I talk to that curtain and I can listen to a voice that answers behind that curtain, then there must be someone behind that curtain that I can see. I just have to wait for the curtain to be opened. Und dass es jemand geben muss und dass ich nach diesem jemand suchen muss, der mir diesen Vorhang öffnet. And I also realized that there must be someone and that I must look for that someone who can open that curtain for me. Das hat dich umgehauen, Moses. Diese Erkenntnis, nicht ganz, o Herr. Da gibt es noch etwas. And that, Ich denke, Chef, macht immer so hier. Sie. Komm zur Sache. and that made you pass out, Moses? Well, yeah and no, not really. Was es dann, sag es, Moses. Dass ich dachte über mich selbst, ich wüsste alles und muss nicht mehr wissen und es gibt keinen anderen, der mehr weiß als ich. Diese Eitelkeit hat mich umgehauen. What is it then, Moses? It's that in that moment I realized, until then I thought I knew everything about the existence, everything about the creation, but there must be someone who knows more, even more than me, and that vanity of mine made me faint, made me pass out. Dass ich jemanden brauche, der dich mir zeigt. Diese Fähigkeit hat ein Vermittler zwischen dir und mir, der mir den Vorhang, der dich verschleiert hat, öffnet. Ich brauche jemanden, ich kann dich sprechen, ich kann dich hören, aber ich kann dich nicht sehen. Da muss jemand anderer da sein, der mir dein Gesicht öffnet. Diese Erkenntnis der Wahrheit und meine Altheiterkeit, dass ich alles wüsste und niemand bräuchte, hat mich umgehauen. That I need someone to make you see, to go in between the curtain between me and you, to open that curtain so that I can see you. Plus realizing my vanity in thinking that I'm the only one who knows everything, that made me faint. O Herr, sag mir, wo kann ich ihn finden? So fing die Geschichte an. Da auf dem Berg. Und wie das angefangen hat, wusste niemand. Dort auf dem Berg, wo er umgefallen ist, da hat es angefangen. Sag, wo finde ich ihn? Den Vermittler, den Öffner. Oh my Lord, please show me, tell me, where can I find that person to mediate between you and me? And that's actually how it all started. After he passed out, after hearing the answer of, no, you can't see me. That's what it is. That he asked for someone to mediate between him and the Lord, to open the curtain, to show him the face of the Lord. Ich will nämlich nicht mehr dich hören und dich sprechen, ich will auch dich sehen. Das ist die dritte Etappe, die letzte. Das ist das Gipfel. Aber ich kann das nicht erreichen, den Gipfel.
ohne diesen Seil. Wo finde ich ihn? Gehe zu einem Ort, wo ein Meer ist und wo ein Fisch. Nimm deinen Sklave oder deinen Freund oder deinen Adoptivsohn mit. Wer das auch ist, Joshua, dein Lehrling. Und such mal. How can I find that person? Where do I find that person? Because I'm hearing you and talking to you. That's almost the one before last step before I get to the top. But seeing you, I need someone to meddle, someone to mediate between. I need a rope to hold on to that gets me up to that top. And the Lord said, well, go to a mountain, to a certain place, I'm going to tell you, where there's a sea and where there's a fish. And you may take your slave or your brother or your son with you, Joshua, and you go there. Oh ja Leute, ein großer Prophet, Moses, einer der 5 großen Propheten innerhalb 124.000 Propheten. Die 5 ganz großen. Der ein Buch bekommen hat, die anderen 100.000 nicht. Brauchte einen Wegweiser, ein Scheich. Er brauchte, obwohl er das Wissen des Buches hatte, das Wissen der Bedeutung hatte er nicht. Und das hat er erkannt. Er sieht das Meer in dem Buch, aber er weiß nicht, was in dem Meer drin ist. Die Perlen. Da musst du ja tauchen lernen und da braucht ihr einen Tauchermeister. And Moses, he who is one among the 5 top prophets among all 124,000 prophets that came. And he is also one of the prophets who got a book to come with. Like 100,000 prophets didn't come even with a book. And he needed a master, someone to tell him, a guide, a sheikh. Because he could see the sea, the ocean, but had no idea how to dive into that. And for that he needed a master diver, to teach him to get the pearls. Musste nach dem Tauchermeister suchen, sein Scheich. Und wer war der Scheich? Von Moses, von dem großen Prophet. Abu Abbas a.s. Das ist einer unserer Großscheichs, der 10. Einer der Naqshbandi Großscheich war der Lehrer von Moses. So, who was the sheikh, the master diver that he had to look for to teach Moses how to dive into? And that was Abu Abbas, Khizr alayhi salam, Green George, the 10th Grand Sheikh of our Naqshbandi order. Ohne dass er ihn getroffen hätte und von ihm gelernt hätte, hätte er Moses nie es geschafft, Allah zu sehen. Und Allah bekam er zu sehen durch diesen Scheich, Khizr a.s. And without that sheikh, without that person to teach him, only then could he see the Lord. And that was Khizr alayhi salam. Niemand, der nach Spiritualität ist und spirituell sein möchte,
und spirituelle Welten und Geheimnisse lüften und Wege gehen möchte, schafft das allein. Das hat nicht mal ein Prophet geschafft. Ein großer Prophet hat nicht geschafft. Ohne ein Scheich, ohne einen Schleieröffner, ohne den Öffner geht es nicht. Kein Karamas zu trinken. Öffner. And through that we realize that if you're looking for spirituality, if you're looking for the spiritual secrets, for a spiritual path, you can't go that alone. Because even a prophet needed someone, needed a guide, needed an opener of the curtains, needed an opener, just like an opener of our bottle of caramels, to show him, to teach him. Von ihm kommen wir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wie sind wir gekommen? Levlak, levlak, lemahalak, levlak. Ohne dein Dasein gibt es kein anderes Dasein. Ich habe alles anderes Dasein für dein Dasein erschaffen, o Allah. O Muhammad, sagte er. From him we come and to him we go back. And without you, oh my beloved, I wouldn't have created anything in this existence. Which means that even without you, oh my beloved, nothing I would have created around you so that you could exist. Helft ihr. That's the meaning of those two verses. That's what he learned. Wie finden wir doch? Durch einen Grundvermittler sind wir gekommen. Das hatten wir nicht in unserer Hand. Aber wie gehen wir wieder zu ihm zurück? Wer soll unser Vermittler sein? Entweder der Scheich, ein spiritueller Meister, ein spiritueller Schleieröffner, ein spiritueller Wegweiser, ein Gottesfreund oder der Tod. Du willst zu ihm wieder zurückkehren. Durch welche Hand der Vermittlung? So the first reason, the first mediator, we got that straight out. We got that handed out. We came here through birth. But the way we go back, the mediator, there are two mediators in the way we can go back. One is the Sheikh. One is the guide on this path, the spiritual guide, the spiritual leader to bring you back. Or death. Was sagt man über Sufismus? Man fragt uns, was ist Sufismus? Sufismus bedeutet sterben, bevor man gestorben ist. Das bedeutet, zu Allah wieder zurückzufinden, durch die Hand eines Heiligen, durch eine heilige Vermittlung, ohne gestorben zu sein, ihn gefunden zu haben, ohne die Hand des Todes, Engels. Das ist ein Geheimnis. And they ask us, what is Sufism? And we tell them that. Sufism means to die before you die. That you have a mediator, your sheikh, a saint, holy person, to help you go die before you die, without the hand of the death angel. Ein Zurückgehen muss sein. Du bist auf laufendem Band. Aber durch welche Vermittlung? Durch welche Art von Vermittlung? Entweder sterben, bevor du gestorben bist, durch die Hand eines Heiligen, der dich, bevor du gestorben bist, hier schon geführt hat. Durch den Tod. Pforte des Todes, ohne dass er dich sterben lassen hat. Durch eine spirituelle Führung. So that we will go on and eventually will die again
as if, because this life just goes on like a conveyor belt. Once we realize that, we can choose whether we want to die before we die, or die with death. Or if you want to die before dying, means that we need a sheikh, a guide, a saint that guides us through death, so that we die without even actually dying. Und der Sheikh muss unterschreiben, er ist tot in meiner Hand. Oh Allah, niemand kann dich, ohne durch den Tod zu gehen, zu sehen bekommen. Ich habe sein Todesurteil unterschrieben. Du lebst noch, aber er hat dein Todesurteil unterschrieben. Er hat unterschrieben, dass du schon tot bist. Ist er tot? Fragt der Herr. Ja, dann öffnet die Schleier. Dabei stehst du ganz lebendig da vor dem Herrn. Er ist durch 1000 Tode gegangen. Wie? Durch die Erstjugend des Scheichs hat er dich 1000-mal am Tag getötet. Und du warst immer ergeben, hat er gesagt. Er ist ergeben wie ein Toter. Und ich unterschreibe, er ist ergeben. Es geht nicht um den Tod, um Ergebenheit. Die Ergebenheit kommt nämlich durch Tod. So oder so. And how does it work? The sheikh will sign that, yes, he is dead. He's dead in my hands. Even though you might be still alive, but he says he's dead like a dead person. Because only by going through death, the Lord will show himself. That he will get to the Lord. And the Lord says, he is dead? He said, yes, he is dead. He's dead in my hands. Well then lift all the curtains that separate us, and he will see the Lord. And you're standing there and just, yeah, I'm still alive, but I went through 1,000 deaths that were done by the sheikh. And that is the education by the sheikh. Warum muss man sterben? Damit man dass man Ergebenheit gezeigt hat. Ohne Ergebenheit, ohne sich ergeben zu haben, kommt niemand in die Gegenwart Gottes. Deshalb muss man sterben. Aber wenn man das, bevor der Todesengel gekommen ist, geschafft hat, sich totzustellen vor dem Herrn, also ergeben, hat man es sogar zur Lebenszeit geschafft, ohne gestorben zu sein, seinen Herrn gesehen zu haben. Das ist kompliziert, aber mal. And it means to die, or to be with a sheikh, and to be educated by a sheikh, means to surrender yourself completely to a sheikh, because that will eventually get you to the Lord, and that is what we learn. You have to die. So that's why you have to die before you die. Es ist eine Schande, in der Hand des Todesengels zu sterben. Das gibt niemand eine Ehre, weil der kommt mit Peitsche. Du bist ja gar nicht gestorben, also Peitsche, stell dich tot. It's such a shame, it's such a pity to die in the hand, or to die with the hand of the death angel, because he comes with a whip. He said, what? You're not dead yet? Well then just keep you along. Er kommt mit seiner Peitsche, der Tod sagt, schak, schak, schak. Was steht da? Tot. Zero. Er ist von Zero geworden, null, nichts mehr. Kein Dasein mehr. Pop, pop, pop. Solo. Heißt er, mit einem anderen Mann und einem anderen Mann. Und ist maskiert. Mit der Peitsche. Mit der Peitsche, schak, schak, schak. And the death angel comes with his whip, and that's chak, chak, chak. And you've got a Z on it. And it's like, zero, you're now zero, because my name is Sorrow, and I come masked to you with a whip and do a Z on you, and now you're dead. Oh ihr Leute, die auf dem Weg
seid zu ihrem Herrn versucht, bevor ihr gestorben seid, ihr euren Herrn zu sehen zu bekommen. Und du das durch eine Vermittlung eines besseren Handes. Das ist durch Gottes Freund, durch die Vermittlung eines Gottesfreundes. Und wenn das ein Turbanisierter ist, akzeptiere ihn. All you people that you're on your path to the Lord, try before you get to Him, try to see Him before you get to Him eventually. Try to see Him while you are still alive. How? By being through the hands of a sheikh, of a friend of the Lord. And even may he wear a turban, just follow him, he's got the better hands. Ergebe dich freiwillig, das gibt dir eine Ehre. Werde nicht gezwungen zu gehen, das gibt dir keine Ehre. So surrender yourself out of your own will, out of your own free will. That gives you honor. But don't just die involuntarily. That doesn't give you anything but just shame. Wer vor der Peiche schon erkannt hat und sich ergeben hat und gesagt hat, I am zero, da kommt keine Peiche, um das zu bestätigen. Das macht der Sheikh. Ist ein Nichts. So, Ist ein Nichts. So, before the whip of death slashes you, and you're already dead, already surrendered, before you even got death angels Z on your body, then you actually, and the Sheikh signed it with 0, then you made it. Die freiwillig durch eine Hand des Vermittlers sich ergeben haben und ihren Herrn zu sehen bekommen haben, bevor sie gestorben sind, deren Gräber sind immer noch aufrecht und werden besucht von Millionen von Menschen, die in Hoffnung kommen, Licht zu bekommen aus diesem Grabe heraus. Weil sie wissen im Herzen, die sind nicht gestorben. And those that actually died before dying and actually made it in that way, their graves are still being visited and people trying to get some light of their light, to catch a glimpse of a light that they have. Die meisten Milliarden von Menschen, die aber durch die Hand des Todesengels wieder zurückgekehrt sind zu ihrem Herrn. Niemand kennt sie. Sie sind weg. Sie sind wahrhaftig niemand. But those who died through the hands of Death Angel, they actually became nothing. They actually became 0, and nobody reminds them, nobody remembers them. Sheikh, was mit den Pharaonen? Die sind ja auch besucht. Die werden auch besucht, ja, als Mumien. Oh, well, Sheikh, what about the pharaohs? They're still being visited, but, well, yes, they are mummies. Wenn man sie besucht, das ist nur aus Interesse hier um die Mumie. Nasi-Mumie, ohne Respekterweisung. They visit those mummies Stimmt. just because they're curious. And they just come up to the mummy and say, well, now you mummy? What are you? And no respect at all. They just look and see. Genau. Und man amüsiert sich. Interessant. Stinkt ein bisschen, aber dass er sich so gehalten hat. So, sehr interessant. Aber bloß weg, weil wenn man das zu Gesicht bekommen hat, so eine Mumie, ist man verflucht, sagt man. Und wahrlich, die eine Mumie besucht haben, sind später, habe ich gehört, immer durch komische, eigenartige Art und Weise gestorben.
And people only come up to a mummy to be out of curiosity, and they say, well, it's really interesting, but it kind of stinks. Well, let's just move along a bit, because I've heard that once you saw a mummy, you're going to be cursed and you're going to die under unknown circumstances. Geht nicht zu Gräbern, die verflucht sind. So don't Geht zu den Gräbern, die heilig sind und dir eine Ehre geben und Licht. So don't visit any graves that have been cursed. Go and visit graves that got light and that are holy and that are where a saint is given, because that's where you get honor. Kein Archäologe, der auf die Jagd gemacht hat nach einer Mumie, ist auf schöne Art und Weise gestorben. Kein einziger. No archaeologist that went on a hunt for a mummy or to find a mummy ever died a good death. Weil das sind Verfluchte. Sie haben sich selbst zu Göttern erklärt oder Göttern und mumifizieren lassen sich, damit sie erhalten bleiben auf ewig. Und das ist verflucht. And those graves are cursed because those in them, they claim to be half gods or even gods, and try to preserve themselves by becoming a mummy, and that's not good. That's a curse they put Da on stehen die Heiligen vor die Mumien und fragen: Na, Sie Mumie, wie geht's? Gar nicht gut, Sheikh. Gar nicht gut. And then the mummy stands in front of his sheikh, and the sheikh asks, well, mummy, how do you do? Not so good. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Amen. Und ein gutes Ende und gute Vermittlung. Amen. Gute Zukunftsvermittlung. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Tek Sultan. Möge er sich für uns öffnen, mögen wir die Ehre bekommen. Amen. Und Unterstützung, himmlische Unterstützung, dass wir ihn zu Lebzeiten noch hier auf Erden zu sehen bekommen. Amen. Möge Allah uns gute Vermittlung geben. Amen. Einen guten Vermittler schicken. Amen. Und nicht ohne eine Hand lassen, die uns an der Hand hält Amen. und Richtung Allah sieht Amen. und in seine Gegenwart bringt. Amen. Hurmat al-Habi, Hurmat al-Fatiha.